Es geht darum, was zu entdecken, was lange Zeit im Verborgenen war oder weil es vielleicht nie an der Oberfläche war. Es geht darum, wieder was neu zu entdecken. Das Pferd spürt, wo Herz drin ist. Sobald was gesprochen wird, was wirklich Kraft und Herz hat, kriegt man sofort ein ganz klares Feedback von den Pferden. Das Pferd ist einfach für uns in unserer Arbeit ein Spiegel unserer Seele. Ich war eigentlich total neugierig. Und ich habe mir gedacht, bin gespannt. Irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen, dass jetzt Tiere, so ein großes Tier, dass das irgendwie was spiegelt oder so. Und es war schon sehr, sehr überraschend für mich. Einfach mal ganz aufmerksam werden und ein bisschen spüren. Spüre ich überhaupt was? Wo spüre ich das im Körper? Kommt da irgendwas? Kommen Emotionen? Wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie stehe ich im Leben? Will ich das gerade, wo ich im Leben stehe? Möchte ich vielleicht einfach in eine ganz andere Richtung gehen? Mal so eine Standortbestimmung machen und schauen, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Weil ich mich frage, warum ich meinen Raum nicht so einnehme, warum ich anderen oft so den Vortritt lasse. Wer führt mein Leben? Also führe ich mein Leben oder führt mein Leben mich? Wir haben Menschen, die kommen aus dem therapeutischen Prozess, die sind jahrelang irgendwo bei irgendwelchen Psychotherapeuten oder in irgendwelchen Coaching-Seminaren. Also sagen, es ist genug, ja. Was ist, wenn du dich umdrehst zu ihr? Was passiert dann? Und das Pferd bewertet sie nicht, ja. Also sie können sich da wieder öffnen, weil sie nicht Angst haben müssen, dass da jemand ist, der sie bewertet, beurteilt. Dass da jemand ist, der jetzt irgendwas von ihnen will und ihnen sagt, das musst du so oder so machen. Sondern sie entdecken das so von sich aus. Was machst du denn, wenn du richtig sauer bist? Was passiert denn da in deinem Gesamtsystem? Passiert da irgendwas? Wenn du mal richtig einfach die Sau rauslässt und überhaupt keinen Bock mehr auf das hast, was da gerade passiert, ja? Das kommt nicht so oft vor, das ist genau das Problem. Wo liegen meine Stärken und wo ist es noch ausbaufähig? Und bei manchen Menschen sieht man, dass zum Beispiel das in Kontakt treten sehr leicht fällt. Und wenn es dann aber darum geht, diese Beziehung etwas zu strapazieren und etwas zu fordern vom anderen, dann wird es schwierig. Jetzt komm endlich. Ich will mich nicht verhandeln. Wie trete ich eigentlich in Kontakt mit einem Gegenüber? Wie gehe ich daran? Also renne ich einfach auf den zu und fange an, den anzugrapschen oder halte ich mich erstmal zurück? Wie mache ich das? Und da können die Leute viele darüber erfahren, wie sie es auch im Leben machen. Also was ihre intuitive Art ist und aber auch, wie das beim anderen ankommt. Diese Intensität mit Pferden, diese Direktheit der Pferde, diese Art, wie sie einem zeigen, was Sache ist, habe ich eigentlich das erste Mal so in der Form erlebt. Die Übung mit den Grenzen ist wirklich für sehr viele Menschen ein absoluter Augenöffner. Woher kommt denn das, dass ich meine Grenzen nicht mehr wirklich wahrnehmen kann als Erwachsener? Kommt daher, dass ich als Kind irgendwann mal verlernt habe, meine Grenzen oder mein Schutzraum, wie wir das nennen, einfach zu wahren. Ja? Also viel geht darum, auch wieder zu unserer Verletzlichkeit zurückzufinden, was nicht heißt, dass ich mich den ganzen Tag verletzen lasse, sondern dass ich meine Verletzlichkeit wahrnehme, sie nicht verleugne und zum Beispiel auch daraus kommuniziere. Aber es hat sich was verändert, ja? Und das ist eben genau die Idee dahinter, dass man mal schaut, okay,
das wieder mit in den Alltag nehmen, mal zu spüren, wo ist denn meine Grenze und wo muss ich Stopp sagen, dass es mir zu viel wird. Das war für mich auch echt eine Grenzüberschreitung, um festzustellen, wo liegt so der Abstand zwischen meiner Frau und mir. Und das hat mich schon relativ bewegt. Mit dem Partner das Seminar zu machen, finde ich super. Manchmal ist man vielleicht ein bisschen blockiert, weil man denkt, das sage ich jetzt nicht von ihm oder so, weil manchmal vielleicht schauspielert man auch ein bisschen oder so. Aber dann mit der Zeit, dann öffnet man sich und man merkt, dass es eben eine Chance ist, eine Sache, wo man schon festgefahren ist, ein bisschen zu ändern und ein bisschen. Also ich denke, dass es mit dem Partner zusammen sehr viel Sinn macht. Also das Seminar lebt natürlich sehr stark von den Moderatoren. Und genau diese Definition Moderatoren habe ich sehr angenehm empfunden, weil es nicht belehrend ist. Es ist eine Form, die Freiraum lässt. Also sie helfen einem dann weiter, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man eine Frage hat. Aber sie erzählen einem nicht die ganze Zeit, was sie jetzt beobachten, sondern sie lassen dich eigentlich dich selber beobachten. Auch interessant, mit was sie anfängt. Dass sie sich aussucht, mit dem anzufangen, was Angst ist, was falsch zu machen. Also die Pferde an sich, die Pferde für sich alleine genommen, haben schon ganz viel Heilendes. Aber wie Manuela und Carsten es schaffen, auch eine Gruppe in kürzester Zeit zusammenzuschweißen, über ganz kleine, liebevolle Gesten, die aber sehr tragend sind, das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Ich hatte so das Gefühl, das ist so ein Rahmen, der einfach natürlich auch durch Erfahrung geprägt ist und auch durch Wissen, aber auch durch Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. So wertneutral. Sie haben alles so wertneutral angeleitet und das hat einen auch geholfen, die Dinge positiver zu sehen, also positiv zu sehen und positiver wahrzunehmen. Und ich glaube, das beruhigt die Menschen. Wir sehen uns in der Arbeit als Übersetzer und als Vermittler. Also, so wie ich sehe, sind die Pferde wirklich die, die den Prozess eigentlich leiten. Und wir geben eigentlich den Raum dafür. Wir vertrauen und wir geben den Raum dafür, ja. Wir vertrauen in unserer Arbeit auch darin, dass die Menschen ihr eigenes Heilungspotenzial in sich tragen. Also dass das eben nur auch mit Hilfe der Pferde oder wie auch immer eigentlich nur unterstützt werden muss, aber dass jeder Mensch so die Lösung für seine Probleme in sich trägt und das niemand von außen einem sagen muss. Mich hat das heute berührt, als Elfi, das, was sie als Schwäche wahrgenommen hat, dass das auch positiv dargestellt wurde. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie viel in den Menschen so angestaut ist und wie negativ sie oft vieles sehen, was von anderen gar nicht so wahrgenommen wird. Durch diese Sanftmut der Pferde und ihre Zartheit kommen Menschen da wirklich nach langer Zeit oft wieder mit ihrer Verletzlichkeit in Kontakt. Und das ist immer ein Moment, der mich total berührt. Ja. Und wo man auch merkt, dass es stiller wird, dass die Pferde ganz ruhig werden. Also das sind Momente, die auch richtig spürbar für alle sind.
mit Pferdeangst eigentlich? Das ist eigentlich merkwürdig, jetzt habe ich es gar nicht. Weil ich es eigentlich ziemlich hatte. Also ich bin eigentlich bis in meinem bisherigen Leben immer irgendwelchen Charaktereigenschaften oder so nachgerannt, die ich eigentlich gerne gehabt hätte oder dachte, dass die wichtig sind. Und jetzt komme ich halt immer mehr zu der Erkenntnis, dass das nimmt mir natürlich auch viel Kraft und dass ich eigentlich einiges auch habe, dass ich ruhig leben darf. Also dieser Moment, wo sich was verändert, diesen Moment zu spüren, das ist das, was wir versuchen dann zu highlighten. Dass der genau weiß, was hat sich denn in diesem Moment verändert? Was muss ich denn tun, damit ich in mir stehe, damit ich klar bin, damit ich einfach führen kann. Du hast einfach da so eine unglaubliche Ruhe, was das für eine Kraft Wir ist. nennen das Empowerment, ja? Also dieses Bestärken, dass wir einen Fokus drauf legen, was bestärkt mich denn? Been coming down for a long time. Change is coming down on me. Wenn jemand aus diesen 3 Tagen bestärkt und mit Selbstvertrauen rausgeht und was für sich mitnehmen kann, also ein Geschenk für sich mitnehmen kann, ja, was Erlebtes, das ist das größte Geschenk an mich. Ja. Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind. Hier ist so ein Raum, da gibt es einfach kein richtig und kein falsch.